Willkommen in einer völlig neuen Welt. Jetzt wird alles anders. In den nächsten Videos lassen wir Altes los und brechen Generational Cycles. Naja, wir sperren wieder ein Mädchen in ihrem Zimmer ein. Aber darüber hinaus wird es doch ein ziemliches Kontrastprogramm zur Einsamkeit im Rapunzelturm. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video der Disney Parent Challenge und schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Ich bin Elinor und ich nehme euch in meinen Let's Plays mit in meine eigene Challenge, in der ich den Eltern berühmter Disney-Charaktere kleine und hoffentlich spannende Hintergrundgeschichten verleihe und außerdem alle möglichen Familienkonstellationen, Dynamiken und Erziehungsstile, die das Spiel Sims 4 zu bieten hat, ausleuchte. In der letzten Generation haben wir unsere Alva kennen und ja, ich kann nur für mich sprechen, auch lieben gelernt, hier noch als Rapunzel. Und wer den letzten Part gesehen hat, weiß, dass sie sich endlich von ihrer angeblichen Mutter Gretel, emanzipiert hat und ja, dabei auf einen Prinzen bzw. König getroffen ist, der ihr nun diese völlig neue Welt zeigt. Nämlich als Iduna, die Mama von Anna und Elsa. Da wir über Iduna zugegebenermaßen nicht allzu viel wissen, konnte ich etwas kreativer sein und so hat Alva das Bestreben Seelenverwandte, was im Übrigen wie keine Bestreben in dieser Challenge erfüllt werden muss, sondern der Figur einfach nur etwas mehr Charakter geben soll, und die Merkmale gut, Einzelgängerin und liebt die Natur. Und genau da werden wir auch gleich ansetzen und begleiten sie heute auf ihren allerersten Schritten in ein völlig neues Leben. Und damit verbunden wird hier vieles neu. Wir haben einen völlig neuen Save-File, da ich ewig nach einem passenden Haus gesucht habe. Und als ich dann eins gefunden habe, habe ich mir diesen Galerie-Bug eingefallen, der irgendwie umhergeschwirrt ist, so dass es mir den kompletten alten Save-File zercrashed hat und ich jetzt neu anfangen musste. In diesem Video schauen wir uns nun also das neue royale Zuhause an und welche beiden Jobs die beiden haben werden. Außerdem begleiten wir Alva auf ihrer ersten großen Exkursion, um ihre erste Arbeitsaufgabe zu erfüllen und schauen zu, wie sich die beiden langsam wieder annähern, denn auch das zarte Pflänzchen der Beziehung der beiden ist ja leider durch diese ganze Save-File-Sache flöten gegangen. Viel Spaß dabei! Und unsere Geschichte beginnt da, wo sie aufgehört hat, nämlich hier am Rapunzelturm, nur ohne Mutter Gretel, die ja bereits tot ist. Und wir sehen, unser Flynn Rider ist schon zu König Agnar geworden. Was sich leider verändert hat, ist natürlich die Beziehung der beiden. Sie sind keine Freunde mehr, sie sind kein Liebespaar mehr, was eben daran liegt, dass es mir den Save-File zercrashed hat, weshalb ich das erstmal wieder neu aufbauen muss. So, und da er sein Makeover schon hatte, können wir uns jetzt eben aus Storytelling-Aspekten auch vorstellen, dass er der Eigentümer von diesem wundervollen, riesigen Schloss ist, zu dem wir jetzt gleich zurückkehren werden. Ja, ich habe mich für Brindleton Bay entschieden, weil ich da mit dem Boot zur Insel fahren kann und weil ich mir gedacht habe, das wäre irgendwie auch noch eine schöne kleine Sache, die ich in mein Let's Play einbauen kann, was ich in Windenburg nicht kann, obwohl das natürlich die prädestinierte Nachbarschaft für Skandinavien oder für Europa im Allgemeinen ist. Aber irgendwie hat mich dann doch Brindleton Bay überzeugt. Und hier ist es nun unser prachtvolles Schloss, das ich auch noch mal ein bisschen angepasst habe. Ich habe hier noch einen zweiten Pferdestall platziert zum Beispiel, weil ich mir dachte, ach, warum sollen die denn nur ein Pferd haben? Und wenn ich hier schon einmal die Möglichkeit habe, irgendwie mit einem Königspaar zu spielen, dann gehe ich doch aufs Ganze und schaffe mir auch Pferde an. Die Eislaufbahn, die die beiden hier gleich ausprobieren, habe ich auch eingebaut. Ich sehe gerade, dass hier die Fahnen noch eine andere Farbe haben. Das muss ich dann mal noch ändern. Ja, genauso wie Alva noch Schlittschuhlaufen üben muss. Das sieht noch nicht sonderlich elegant oder Prinzessin, Königin-like aus. Wegen des neuen Save-Files habe ich jetzt hier natürlich auch wieder diese Tutorials. Und dann habe ich hier noch dieses Gartenhaus für sie platziert, das ich aus Ravenwood geklaut habe, weil ich das einfach super schön fand. Muss ich mir auch noch irgendwie ein bisschen verschönern. Aber es war mir irgendwie wichtig, dass sie ein Gartenhaus hat.
bei den beiden wissen wir ja wirklich kaum was über die Background Story, weshalb ich da sehr meiner Fantasie freien Lauf lassen konnte. Und ich fand diese Naturliebe, die ich von dem Rapunzel weiterspielen konnte, die eben endlich rausgekommen ist aus ihrem Turm und jetzt total frei sich fühlt und total angekommen in der Natur, das fand ich passend, weil was wir über Iduna wissen ja, ist, dass sie aus dem verzauberten Wald stammt, von diesem Naturvolk. Das lernen wir in Frozen 2 und von daher fand ich das irgendwie einen ganz guten Übergang. So. Und ich glaube, das soll ja irgendwie Neuengland inspiriert sein hier alles, aber ich war noch nie in Norwegen, ich war nur in Schweden, aber ich finde, das passt irgendwie hier auch zu Skandinavien. Und das Schöne ist ja, dass wir eben hier dann mit dem Boot zum Leuchtturm fahren können. Und das war mir irgendwie wichtig. So, jetzt kümmern wir uns aber endlich mal um die Jobs der beiden. Ich fange hier mit unserem König an, wobei ich da auch erstmal noch irgendwie das Bestreben ändern würde, weil Outdoor-Fan finde ich bei ihm jetzt so gar nicht passend. Deswegen mal auch irgendwas gucken. Freund der Welt wäre okay, finde ich. Er ist ja jetzt nicht direkt ein Erbe, deshalb habe ich für ihn auch kein Bestreben vorgegeben. Ich schaue jetzt einfach, was hier irgendwie ein bisschen passt. Vermögen. Ja, vielleicht nehmen wir einfach hier sowas. Das ist ein König, herrlich reich. Warum nicht Herrenhausbaron? Ist jetzt ein bisschen langweilig, weil das Haus ja schon so prunkvoll gebaut ist. Also nehmen wir das. Und suchen uns natürlich gleich noch einen Job. So, da ich jetzt hier nicht irgendeinen Royalty-Mod installiert habe, König gibt es natürlich nicht so einfach. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man sich im reellen Leben dafür bewerben könnte, König zu werden. Und von daher nehmen wir was so ein bisschen in die Richtung geht und werden Politiker. Muss ich erst mal suchen. Da. Politiker. Und natürlich werden wir dann auch, wenn wir es auswählen können, Politiker und nicht Stiftungsverwalter. Er ist widerspenstiger Aktivist, das passt jetzt auch nicht so super. Ist das die erste Stufe? Ja. Aber gut, es ist ja auch ein NPC. Ich denke, er wird nicht so viele. Natürlich springen wir ins kalte Wasser. Zweck zum Unterstützen wählen. Ja, er hat jetzt auch noch nicht so die super Fähigkeiten. Ne? Oh, wir wählen gleich mal den Zweck. Alle vereinen. Für die Bäume sprechen würde natürlich zu seiner Frau passen. Was ist denn alle vereinen? Wahrscheinlich wäre das so königlich. Ich finde eigentlich Vereinigte Welt schön. Ach komm, wir nehmen das. Alle vereinen. Steht hier irgendwie was das genau heißt, unser Zweck? Nee, oder? Schade. Aber alle vereinen klingt gut. Okay, und sie braucht natürlich auch noch einen Job. Und passend zu allem, was ich hier gerade schon erzählt habe, zu ihrer Naturliebe, soll sie natürlich Umweltaktivistin werden. So, hol dein Handy raus und beginne deine Reise als Umweltaktivistin. Könnt ihr natürlich auch Gärtnerin nehmen, aber Umweltschützerin, Naturliebhaberin. Und das ist doch ein toller Titel für einen Job. Naturliebhaberin, was ist das? Auch Level 1. Hat sie auch alle ihre Fähigkeiten verloren? Nee. Sie hat ihre Fähigkeiten nicht verloren. Sie war ja wirklich richtig gut begabt. Aber ja, wahrscheinlich sind das eben keine Fähigkeiten, die man als Umweltaktivistin oder als Naturliebhaberin braucht. Herzblatt finden, daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Gut, aber ich denke, als erstes kümmern wir uns in unseren Job über Naturschutz recherchieren. Gut, das ist jetzt nicht ganz so spannend. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Schloss hier irgendwo einen Computer haben. Ansonsten müssten wir mal einen platzieren. Hier würde einer hinpassen. Hier ist noch so ein kleiner Blumenladen. Das finde ich auch super süß. Das ist so schön gemacht, dieses Grundstück. Hier ist eher noch so ein Bistro oder so ein
Kaffee. Woodshop. Was haben wir hier? Noch einen kleinen Laden. Verkaufen Ostereier. Okay, ich muss mal gucken, ob es hier überhaupt einen Computer gibt. Oder ein Arbeitszimmer oder irgendwie so. Ich glaube, ein Arbeitszimmer gab es. Oder zumindest eins, bei dem ich mir gedacht habe, das würde ich zum Arbeitszimmer machen. Oder war das ein anderes Grundstück? Ich habe so viele Häuser ausprobiert, bis ich mal was gefunden habe, was mir irgendwie zugesagt hat. Ich glaube, hier gibt es noch kein... Doch, hier ist ein Arbeitszimmer, aber das ist eher so ein Konferenztisch. Kann ich jetzt auch keinen Computer draufstellen. Hier unten ist die Küche. Das würde natürlich passen, wenn man sich hier noch jemanden anstellt. Vielleicht stellen wir uns einen Butler an. Der kann dann hier unten kochen. Ja gut, ach, dann platziere ich den Computer einfach hier unten in dieser Bibliothek oder was das war. Hier ist noch eine kleine Bar. Hier. Ich finde, das passt. Müssen wir die Bücher ein bisschen zur Seite legen. Und dann kommt ein Laptop hin. Es ist natürlich nicht ganz so urig und schön, wie es gedacht war. Aber wir brauchen den Computer. Das heißt, ich gleich verschrecke gar nicht mehr was. Wir können ja auch sowas Oldschool-mäßiges hier nehmen. So, dann ist der Stilbruch jetzt nicht ganz so schlimm und dann können wir gleich mal recherchieren. Und ich wollte aber eigentlich auch mal noch eine Runde nach Sulani gehen. Wahrscheinlich muss ich da auf die nächste Aufgabe warten. Nun hat es zum Glück gar nicht so lange gedauert, bis wir neue Aufgaben für die Arbeit bekommen haben. Und Ludwig hat gerade eine relativ langweilige Aufgabe, aber die Aufgabe von Alva gefällt mir ganz gut. Und zwar geht es da um die Erkundung der Höhle auf Sulani. Genau, und ich habe beschlossen, dass ich Ludwig jetzt einfach dahin mitnehme, weil er, wie gesagt, gerade eine eher langweilige Arbeitsaufgabe hat. Ich meine, er muss irgendwie gerade einen Politikerwitz noch erzählen. Mal schauen, wann der hier endlich mal verfügbar ist. Immer noch nicht. Mal einen Professorenwitz erzählen. Genau, aber Alva soll jetzt hier mal Sulani erkunden. Genau, und ich habe beschlossen, ihn mitzunehmen. Erstens, weil er nicht sonderlich viel zu tun hat gerade. Und zweitens, weil die beiden sich doch letzte Nacht, es ist jetzt Montagvormittag, also nicht so viel später als nach unserem Einzug, um etliches näher gekommen sind. Ludwig ist inzwischen liebestoll geworden. Er hat den Wunsch, mit Alva zu flirten und eine perfekte Verabredung zu veranstalten. Vielleicht machen wir das dann gleich mal als nächstes. Und ja, irgendwie lief es ziemlich gut zwischen den beiden. Also ich war überrascht, nachdem ich im letzten Part so viele Probleme hatte, die beiden einander näher zu bringen als Rapunzel und Flynn Rider. Und jetzt ging es dann doch so schnell. Vielleicht hilft manchmal einfach ein Makeover, obwohl sie ja diejenige war, die von Anfang an von ihm fasziniert war und er eigentlich nicht wollte. So, jetzt bin ich hier einfach auf diese Insel gefahren, weil ich nicht so richtig wusste, wohin. Ich hätte natürlich auch in ein Haus reisen können. Eigentlich möchte ich ja hier zu dieser Höhle. Beziehungsweise können wir hier ein bisschen aufräumen mal. Hier ist noch ein anderer Naturforscher wahrscheinlich. Und nackt duschen. Ich glaube, ich habe das verwechselt. Das ist der Wasserfall und die Höhle ist woanders, oder? Kann es sein? Daran spielen. Muss die Höhle nochmal suchen. Ach nee, die ist hier hinten. Genau, die ist im gleichen Berg, aber hier hinten. Erforschen wir mal die Höhle. Oh, wir sind gute Freunde geworden. Wunderbar. Ja, es hat sich gelohnt, dich mitzunehmen. Ich wusste es doch. Höhle auf Moapelham erkunden. Und etwas pflanzen. Da könnte ich ja gleich mal schauen, ob ich irgendwie noch eine Wildpflanze hier finde, die ich gleich mitnehmen kann. Ananaspflanze, ja natürlich. Natürlich blüht die gerade nicht. Den Müll noch weg. Oder war es der gleiche Müll? Ich hätte mir hier so gerne gleich mal noch was mitgenommen, dass ich dann gleich in meinem schönen Gartenhaus pflanzen kann. Was willst du? Nein, ich möchte nicht 7 wilde Dates haben. Ich bin doch hier gerade einer ganz großen Sache auf der Spur.
Mir fällt ein, ich hätte natürlich auch im gotischen Garten einfach mal noch ein paar Pflanzen ernten können. Ich glaube, ursprünglich wollte ich das machen. Das habe ich jetzt total vergessen. Denn wir haben ja jetzt wahrscheinlich gar nichts im Inventar. Nee, natürlich nicht. Komplett leer. Warum hast du einen Glimmerstein? Du bist doch kein Zauberer. Brauche ich nicht. Er jedenfalls soll keinen haben. Ich möchte nur mal auf Ludwigs besonders tollen Schwimmanzug aufmerksam machen. Er sieht natürlich auch beim Schwimmen schick aus, wie sich das für einen König gehört. Was ist das? Royaler Sichling, das passt ja aber. Hat er wirklich königliches Blut? Wir wissen es nicht. Qualität, faul, Seltenheit. Hä, wieso haben wir denn... Wo haben wir den denn gefunden? Stand das hier irgendwo? Der kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Da der eh schon faul ist, können wir den auch aufhängen. Nichts Schöneres, als sich einen faulen Fisch in die Wohnung zu hängen. Ich erkunde das nochmal, dann mach doch mal die anderen Sachen jetzt nicht. Und geh nochmal in die Höhle rein. Ach, vielleicht habe ich nur dieses Gemälde hier. Ich glaube, ich habe dieses Gemälde hier nur erforscht. Gut, dann kann es natürlich nicht abgehakt werden. Das ist ja voll klar. Wo kriegen wir denn jetzt eine Pflanze hin? Wir könnten natürlich nochmal einen Ausflug zur Mutter Grotel machen. In dem Haus wohnt gerade keiner. Und auf den Garten dürfte man ja so oder so Zugriff haben. Und mal gucken, ob da was blüht. Und ansonsten gibt es da in der Nähe in Hanford bestimmt auch irgendwie eine Menge Zeugs. Und vielleicht können wir einfach nochmal ein kleines Date an diesem Pavillon haben. So Back to the Roots mäßig. Sie hatte tatsächlich schon eine Verabredung vorgeschlagen, aber es war Nacht und die waren irgendwie super müde beide und deswegen habe ich das abgelehnt. Oh, was haben wir? Tief in der Höhle entdeckte Alva einen unterirdischen Strand, an dem ein uraltes Schiffswrack lag. Beim Erkunden des Wracks begann das morsche Holz sich aus der Bucht hinein und hinausschwappenden Gezeitenwasser zu wiegen. Als Alva klar wurde, dass das Gebiet bald überflutet werden würde, floh sie in die Tunnel der Höhle und ließ ihre Entdeckung zurück. Schade. Haben wir nichts bekommen jetzt. Schwarze Kopfhörer haben wir ja, als ob da schwarze Kopfhörer liegen. Und jetzt ist sie schon wieder müde. Warum ist sie denn so müde? Ja gut, er segelt hier ganz königlich rum und sie ist wahrscheinlich die ganze Zeit geschwommen und hin und her gerannt und deswegen ist sie irgendwie so müde. Und Hunger hat sie auch. Gut, vielleicht machen wir das irgendwie ein andermal. Wir machen das ein andermal mit dem Date, aber wir reisen noch schnell in den Grotelgarten, weil ich ganz gerne, ja, das hat es jetzt abgehakt, weil ich ganz gerne gucken wollte, ob wir noch ein paar Pflanzen abgreifen können. Also, wir gehen zurück nach Hanford und Bagley. Dieses Grundstück. Ein bisschen wird es mir schon fehlen. Es hat echt Spaß gemacht, da zu spielen. Und hier müsste man ja reinkommen. Auch wenn man jetzt hier nicht irgendwie jemanden kennt, der hier wohnt. Ach, das Glänzereis. Ja, ihr geht es jetzt natürlich schlecht. Nein, wir nutzen den Moment. Können wir irgendwas mitnehmen? Bewässern. Wieso kann sie denn nichts ernten? Das sah doch eher erntereif aus. Jetzt ist sie natürlich wieder richtig mies drauf. Aber er grillt eine Runde, da kann sie gleich was essen. Auch gut. Hat immer noch seinen komischen Schwimmanzug an. Gut, machst du das jetzt? Die kann man wahrscheinlich auch alle weiterentwickeln. Erforschen, Foto machen. Wieso kann ich denn hier nichts ernten? Hier hinten wenigstens irgendwie was? Oder das geht eben wirklich nicht, weil wir hier nicht wohnen? Kann ich hier nicht einfach irgendwas klauen? Ich meine, ich kann die Pflanzen ja auch gießen. So, hat er jetzt hier was gekocht? Der hatte doch hier gerade was gegrillt, dachte ich. Er grillt jetzt hier weiter, ja, auch gut. Das macht es ja alles schon wieder irgendwie komplizierter, als ich wollte, alles. Nickerchen machen, ja, dann mach das mal, bis er hier fertig gegrillt hat. Jetzt gibt's Hamburger. Es ist schon das zweite Mal gewesen, dass er hier ausrutscht. Er ist
jetzt zufällig ein tollpatschiger Sim übrigens. Aber er ist nicht derjenige, der später tollpatschig sein soll. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den allerersten Part, als ich gesagt habe, ich habe so ein paar Sims aussortiert, die ich später brauchen könnte als potenzielle Partner. Und da brauche ich auch einen tollpatschigen Sim, aber er ist es nicht. So, na dann isst mal den angebissenen Hamburger. Ich habe gerade mit dem falschen Sim den Hamburger angewählt. Du bist super müde. Ich glaube, wir kriegen hier aus diesem Garten nichts mehr. Hier steht das Chili rum. Können wir das mitnehmen? Ja, haben wir gekocht. Da ist ein Häschen. Ach, das finde ich jetzt irgendwie blöd, dass ich hier nichts ernten kann. Schade. Schade, schade. Und nicht mal von hier hinten, die immer in der Saison sind, weil ein Dach drüber ist. Selbst die können wir nicht ernten. Oder gut, Ableger nehmen wird sie wahrscheinlich noch nicht gut genug sein. Ja gut, schade. Dann schauen wir uns doch hier mal kurz um, ob hier noch irgendwas gerade blüht, dass wir wenigstens irgendwas mitnehmen können hier, um das zu pflanzen. Blaubeere außerhalb der Saison. Ach, wie es mich immer nervt mit außerhalb der Saison. Schokobeere ernten, fühlt sich zu unwohl. Komm, dann nimmst du die jetzt mit. Du nimmst die Schokobeere mit. Was gibt es hier unten noch? Oder was die Blaubeere? Himbeere auch außerhalb der Saison. Schokobeere. Vielleicht brauchen die Pflanzen auch ein paar Tage, wenn wir jetzt hier wirklich ganz am Anfang von einem neuen Save-File sind. Vielleicht dauert es einfach ein bisschen. Aber gut, wir haben eine Schokobeere und die können wir zu Hause dann schon mal anpflanzen. Und dann besitzen wir eine Pflanze. Was schon irgendwie arm ist, wenn man bedenkt, was die für einen prächtigen Garten hatte. Jetzt ruft der Sensenmann an. Ach nein, ich habe darüber nicht nachgedacht und ich will das nicht. Nein, 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 nein. Er nicht. Er ist König. So, wir gehen nach Hause, wir haben Schokobeeren. Die kann er ihr dann ganz romantisch schenken und dann kann sie es endlich anpflanzen. Wir sind zu Hause wieder angekommen und ich habe die beiden mal umgezogen. Einfach, dass die nicht die ganze Zeit im Badeanzug rumrennen. Und ich schaue mal, ob ich ihr als romantisches Geschenk die Schokobeere, ja. Wir nutzen hier jede Gelegenheit, dass wir romantisch sein können und ich hoffe, sie ist jetzt nicht irgendwie abweisend, weil sie so schlecht geht. Nein, natürlich freut sie sich darüber. Ihre erste eigene Pflanze. Wow. Oh, danke, du verstehst mich wirklich. Na, es läuft doch. Oh. Schenkt sie gleich eine Pflanze zurück. Das hat ganz gut was gebracht. Vielleicht können wir hier gleich mal... Ach komm, erster Kuss. Und sie fällt um. Ach. Das wird nichts mehr mit dem Anpflanzen. Mensch, dabei wollte ich unser schönes Gartenhaus hier noch nutzen. Na gut, das mache ich jetzt trotzdem. Das mache ich noch und der erste Kuss muss dann eben warten. Wenn sie sich hier gleich von ihrer Ohnmacht erholt hat, dann kann sie die Schokobeere pflanzen und vielleicht reparieren wir bei Gelegenheit auch mal die kaputten Scheiben in diesem Gartenhaus hier. Ich meine, das ist immerhin ein Palast und kein Lost Place. Aber das kann ich auch bei Gelegenheit machen, wenn ich das hier alles noch ein bisschen schöner mal gestalte. Ich war jetzt echt froh, dass ich dieses Haus habe und dass ich irgendwie die nötigsten Dinge dort habe. Und Farben anpassen etc. Und dekorieren kann man ja auch später irgendwie mal. Gefühl der Erfüllung. Ach, zufrieden in einer romantischen Beziehung. Ich bin noch ein ziemlicher Neuling mit dem Verliebtpack. Ich habe das noch gar nicht so lange. Ich muss die ganzen verschiedenen Beziehungsarten noch lernen, die es jetzt gibt, die jetzt hier irgendwie neu dazugekommen sind. So, bitte, bitte, pflanz. Ja, dein Krokettstatus hilft dir dabei, diese Pflanze jetzt wirklich einzupflanzen und nicht schon wieder dich zu unwohl dazu zu fühlen. Kannst du sie noch gießen? Nee, musst du nicht. Ja, du musst dringend duschen. Ich verstehe das. Etwas pflanzen hat jetzt auch funktioniert. Gut. Dann geh doch, ja, spielen. Geh spielen, genau, geh spielen. Dir geht's richtig schlecht und du spielst erstmal mit einem Brunnen.
Das passt auch irgendwie noch ein bisschen zu Rapunzel. Haben wir hier eigentlich eine Dusche oder haben wir nur eine Badewanne? Wir haben nur eine Badewanne, wie sich das hier für richtige Royals gehört. Gut, dann musst du baden. Ich denke, dabei wirst du sowieso einschlafen. Und dann beenden wir diese Sache. Es ist auch schon 10:30. Und seine Aufgabe ist auch erledigt, wann auch immer er diesen Politikerwitz erzählt hat. Vielleicht hat der Professorenwitz doch gezählt. Ja, ich hoffe, er bekommt beim nächsten Mal auch eine spannendere Aufgabe, damit wir ihn dann auch mal bei seinen royalen Pflichten begleiten können. Und genau das werden wir im nächsten Part auch tun. Zugegeben, es ist nicht ganz so viel passiert, aber ich fand es schön, Alva in Freiheit zu sehen und ich wollte euch unbedingt diesen neuen Lebensstil zeigen, das tolle Haus, das ich gefunden habe und wie gesagt, diesen etwas neuen Stil der Videos etablieren, was einfach daran liegt, dass ich irgendeine Lösung finden musste, da ich mit dem Produzieren nicht so richtig hinterhergekommen bin. Und das hier scheint mir eine angemessene Lösung zu sein, dass es irgendwie funktioniert. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin können wir uns gern wie immer auf Instagram connecten. Und ja, habt einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.